Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch hier aus dem Hilton in Tallinn. Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, trotz meiner Erkältung, sind zum Beispiel Swiss. Da gibt es Essen vorzubestellen auf der Kurzstrecke. Die Lufthansa und das Spiegelei. Für einige Flugzeuge bleibt es beim Spiegelei. Dann haben wir nochmal lustige Neuigkeiten von Jensemann Bischof, aber nicht als Eurowings-Chef, sondern als Chef der Lobby der Fluggesellschaften. Der hat gesagt, die Nebenkosten bzw. die Steuern müssen runter. Ja. Und wir haben eine neue Business Class von Cathay Pacific. Wer von euch kennt bei Cathay Pacific The Wing? The Wing wird ja leider geschlossen, 3 Jahre. Aber The Bridge hat wieder auf, also es gibt Ersatz. Und wir haben wir noch ein Thema? Wir haben noch ein Thema. Lasst euch überraschen. Denkt dran, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, euch nicht von mir anstecken zu lassen mit der Erkältung, sondern mit meinem Enthusiasmus fürs Fliegen, für Punkte, für Status. Und dann können wir auch direkt loslegen hier, wenn ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt. Weil die Glocke ist anscheinend wirklich das neue Like. Also irgendwie kriege ich auch nur noch Sachen gespült, wenn ich halt die Glocke anmache. YouTube hat da wohl am Algo irgendwas gespielt und ich sehe halt, dass viele Leute schauen, aber leider nicht alle angemeldet sind oder den Kanal abonniert haben zumindest. Es kostet euch nichts. Wenn ihr den Kanal abonnieren wollt und sagt, wir möchten nicht weiter unterstützen, dann Kanalmitgliedschaft. Also, da seid ihr jetzt wieder dran. Wir starten mit dem ersten Thema und das erste Thema ist an dieser Stelle das Thema, das ich nicht gesagt habe, genau. Ihr kennt ja alle vielleicht Kiss and Fly. Das sind die Parkplätze, die man nutzen kann und dort dann seine Liebsten verabschieden kann. An vielen Flughäfen, da gibt es dann Zeitlimits. Wir können ja einfach mal gucken. Es gibt da zum Beispiel am Flughafen von Düsseldorf, da gibt es halt diese Kiss-and-Fly-Regelung, dass man, glaube ich, 15 Minuten, darf man sich verabschieden von jemandem, wenn das länger als 15 Minuten dauert, also sind sogar nur 7 Minuten, dann muss man halt bezahlen, heftigen Preis, das sind 5 Euro pro 5 Minuten, maximal eine halbe Stunde. Da kann man natürlich jetzt sagen, man kann zumindest eine halbe Stunde da abkuscheln und wenn man überlegt, 7 Minuten, ich weiß gar nicht, wie das da mit 5 Minuten geht, aber dann wären es ja 10, dann wären es ja 4 mal, dann wäre man 20 Euro los. Aber es gibt jetzt einen Flughafen in Neuseeland, der hat von sich reden gemacht. Ich kannte den Flughafen gar nicht, der nennt sich Dunedin, also Dunedin. Ich weiß nicht, wie man das wirklich ausspricht, aber da ist es halt wirklich so, dass man in Neuseeland jetzt sagt, du darfst dich 3 Minuten nur umarmen. Ja. 3 Minuten Hugging ist maximal. Ansonsten Hausverbot. Nein, so schlimm ist es Gott sei Dank nicht. Sondern die Leute sind da mit Schildern, wird man da halt darauf aufmerksam gemacht, dass dort Public Affection oder Kuschelkontakt nicht länger als 3 Minuten erwünscht ist. Und dann wird man gebeten, zum Parkplatz zu gehen oder andere Räumlichkeiten aufzusuchen. Ich habe das auch schon mal bei Jugendlichen gemacht, die sich gegenseitig die Zunge in den Hals gesteckt haben und gesagt, habt ihr kein Hotelzimmer oder kein Zuhause? Aber hier ist es so, dass der Flughafen sagt, die Abflugebene ist zu voll. Wir müssen da gucken, dass die Leute da nicht hingehen. Und die Frage ist natürlich, ist eine Umarmung von 3 Minuten schon zu lang? Da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, das ist eine merkwürdige Geschichte. Denn wenn man da so die Maximum Hug Time auf 3 Minutes hat, dann weiß ich gar nicht, ob das wieder so lustig ist, wie es sich anhört. Kann auch sein, dass die in die Presse wollten und auch vielleicht mal bei mir in die Sendung rein wollten. Aber diese 3 Minuten sind halt wirklich so, dass man dort dem Flughafenchef Daniel de Bono, den muss ich auch ablesen, der hat gesagt, dass ohnehin 20 Sekunden für eine Umarmung ausreichen würden, um Glückshormone Oxytocin und Serotonin auszustoßen. Und damit wäre das alles Glück. Und das habe ich vor kurzem in einer Studie gelesen. Und deshalb ist es so, dass man halt dort halt den Flughafen entzerren möchte. Ja, also mir fällt da nicht zu ein viel. Hoffentlich euch, ihr könnt einfach kommentieren, weil ich bin da wirklich fassungslos und man muss das Thema auch nicht weiter kommentieren. Ich glaube, wir sollten ihm nicht mehr Raum geben, als ihm da zusteht.
Jetzt 4 Minuten 58. Da gehen wir dann auf ein Thema, was ja auch ein leidiges Thema ist, wo ihr auch euch rege zu ausgetauscht habt mit mir. Und zwar ist das, was Jensemann Bischof von Eurowings gesagt hat. Die Luftverkehrssteuer muss abgeschafft werden. Die Luftfahrtbranche sagt, dass Fliegen bezahlbar sein muss und dass man dann halt wirklich da dem Beispiel Schwedens folgen sollte und muss, dass diese abgeschafft wird. Ich hatte es ja auch gesagt, 30 sag ich schon, im Juni, 30. Juni oder 30. Mai oder sowas, soll es abgeschafft werden. Und da ist es so, dass es wirklich so ist, dass nicht nur die Fluggesellschaften abziehen, der Hamburger Flughafen ja auch davon dann negativ partizipiert, weil die da ein Exempel statuieren, egal ob es Parallelverhalten ist oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass halt die Luftverkehrssteuer am 1. Mai 2025 in Deutschland erhöht wird, wenn sie in Schweden abgeschafft wird. Und diese Erhöhung ist halt wirklich von 15,53 bis 70,83 € je nach Entfernung. Und die Flugsicherungsgebühren, die sogenannten Luftsicherheitsgebühren, die Kontrolle der Passagiere erhoben wird dann so teuer werden. Das ist natürlich ein Riesenthema. Weiter ist es auch so, dass dies eine Klimaschutzmaßnahme ist und die Bundesregierung aber damit Löcher im Haushalt stopfen will. Also das heißt, wir werden dann wieder wie die Gänse ausgenommen unter dem Deckmantel des Öko. Und insgesamt macht der Luftverkehr rund 2,5% der Emissionen weltweit aus. Fliegen ist mit Abstand halt wirklich das, wenn wir aufs Klima gucken, nicht so unbedingt die hübscheste Art und Weise, weil sie halt wirklich nicht nachhaltig fürs Klima ist, ganz klar, am wenigsten nachhaltig von allem, außer Raketenstarts, wenn Elon Musk uns das mit SpaceX erlaubt. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wenn man sich das anguckt bei einem Hin- und Rückflug auf die Kanaren, ich hatte gestern eine Sendung gesehen, wo jemand sagt, ich habe auf Mallorca ein Haus und ich fliege da mehrmals pro Monat, pro Jahr hin, dann ist das so, dass dort 1,9 Tonnen CO2-Äquivalente dort ausgestoßen werden. Das ist das, was das Umweltbundesamt sagt. Und das ist mehr als ein Durchschnittsnutzer von Autobahn, Bus in einem Jahr ausstößt. Das heißt also, wenn man mehrfach dahin fliegt nach Malle, dann ist das halt wirklich ein Problem. Kanaren ist etwas weiter als Malle, aber trotzdem, ihr bekommt das Picture. Die Frage ist es jetzt so, dass die Leute wieder am deutschen Wesen genähren sollen? Ist das jetzt ein deutsches Narrativ, dass wir mit 2,5%, 2%, je nachdem, wie man es sagt, was erreichen können? Sollen die Chinesen was machen? Oder kann man argumentieren, hey, wir haben in Europa ja schon CO2 ausgestoßen, negativ, als die Chinesen noch gar nicht angefangen haben, irgendwas auszustoßen. Heißt also im Prinzip, dass wir einfach anfangen müssen, was nicht heißt, dass die Chinesen da auch nichts machen müssen. Was ist da eure Meinung zu? Könnt ihr jetzt unten kommentieren, sagen, was ihr davon haltet? Weil wenn man das Thema sich wirklich mal ganz genau anguckt, ist es halt wirklich so, wer ist da gefordert, was zu tun? Sind wir bereit, da was zu machen? Oder sagt ihr, das ist alles Klimahumbug? Da bin ich mal gespannt auf eure Meinung, was ihr dazu sagt, was ihr davon denkt, was ihr davon haltet. Wir haben jetzt ein Thema, das auch interessant ist, und zwar ist das Thema Swiss. Swiss ist deshalb interessant, weil Swiss nämlich etwas eingeführt hat, was die Lufthansa nicht so wirklich auf Kette hat, ehrlicherweise, Service. Und da ist es halt so, dass man jetzt Pre-Select Services auch bei der Swiss hat. Und zwar ist es so, dass man sich da von der Lufthansa-Gruppe halt wirklich noch mal ein bisschen dort distanziert in Form von Service nach vorne, nach oben und sagt, da geht's besser. Und da ist es so, dass in der Europa-Business-Klasse jetzt Menüs bestellt werden können. Ich muss euch ablesen, was es da genau ist. Gebratener Zander mit Riesling Brun Blanc vom Starkoch und Gastkoch Manuel Steigmeier. Dann gibt es gratinierte Käsespätzle, sautinierte Poulettebrust mit Jus, Zitronenkräuter, Couscous, Espelette, Chili-Soße. Dann gibt es Rinderhack-Tätschli. Ich hätte zuerst Tätschli gelesen, aber ich glaube Tätschli. Also Schalotten-Rotweinsoße ist drin, Curry mit Butter, Nuss, Kürbis und grünen Bohnen. Und wir haben Kalbsgeschnettes nach Züricher Art mit Pilzrahmsoße. Das ist das, was mir am besten schmeckt. Und das ist das, was Pre-Select auf kürzeren Strecken ist. Auf den Strecken, die länger als eine Stunde sind, das Angebot soll übrigens wie immer quartalsmäßig geändert werden, heißt also alle 3 Monate.
Auf kürzeren Strecken ab einer Stunde gibt es Randenmus Timballe mit Preiselbeeren und Frischkäse. Dann konfierte Krevetten mit schwarzem Sesam und Yuzumo Mayonnaise. Mozzarella-Mousse mit Tomaten, Kapern, Salsa. Ich weiß gar nicht, warum man Kapern da rein tun muss. Geräucherte Lachsforelle mit Gerstensalat. Ist wohl für den einen oder anderen interessant. Ich glaube nicht für mich. Und Temale von gezupften Rindfleisch, Senfkorn, Mousse. Die Speisekarte gibt es natürlich online zu sehen. Da könnt ihr dann auch schauen. Ich werde die euch vielleicht kurz einblenden, damit ihr das auch seht und dann da gucken kann. Ja, schaut es euch an den Speisen, was ihr davon mögt, was ihr davon haltet und ob ihr das als coole Sache findet. Und natürlich muss das preislich bezahlt werden. Wenn wir das Ganze auf Euro stellen, dann gehen die Sachen natürlich los auf kürzeren Flügen. Warum sagt ihr mir keinen Preis? Das wäre natürlich hübsch. Ich klicke mal irgendwo drauf. Im Ticketpreis enthalten Mozzarella-Mousse mit Tomaten-Kapernsalat. Das ist ja cool. Heißt also im Prinzip kein Aufpreis nötig. Aber gibt es irgendwas mit Aufpreis? Gibt es irgendwas? Ist alles im Ticketpreis enthalten? Ich gucke mal alle 13. Ja, ist alles im Ticketpreis enthalten. Also eine coole Geschichte. Ich finde das gut, dass das gemacht wird. Ihr könnt ja auch kommentieren, ob ihr sowas mögt oder nicht und dann unten reinschreiben und können wir darauf reagieren. Wir gehen weiter mit dem nächsten Thema und das ist auch ein Thema, was bei Lufthansa doch für durchaus Kontroversen gesorgt hat, wenn wir uns darüber überlegen, was da wirklich passiert ist, als das eingeführt worden ist. War es 2018, meine ich? Das ist so, dass bei 2018? Ich muss das nochmal kurz schauen. Auf jeden Fall ist es so genau. Lufthansa hat ja 2080 entschieden, das Spiegelei, also im Prinzip das Gelbe auf dem Heckleitwerk zu ersetzen durch das Blaue. Interessante Geschichte war ja auch, wie das Blau dann auf einmal zu dunkel war und war jemand vom Vorstand und ach, lasst uns die Geschichte nicht aufwärmen. Auf jeden Fall sind wir jetzt mit dem Euroweit und mit diesem Streifen beglückt, weil man sieht bei Austrian oder bei anderen, dass das dann weitergeführt worden ist, dass man die Flugzeuge untereinander wesentlich einfacher austauschen kann. Und jetzt ist aber so, dass einige Flugzeuge nicht das Spiegelei entfernt bekommen. Das Gelb, das hat ja teilweise noch Nuancen. Wer ja halt diesen Beitrag gesehen hat von unserem lustigen, wie heißt er nochmal, von den Geissens, der mit dem Heli lieber fliegt als mit Hansens aus Nizza, hat ja dann auch von der Crew auf der gelben Kachel neben der Tür gesagt gekriegt, wir fliegen schneller als der Heli. Also insofern ist das ein gelbes Element und dann so zum Beispiel Sachen, wo wir als Kunden das Ganze sehen, Checking-Counter und so weiter irgendwo deshalb. Also da ist jetzt gelb nicht mehr so dominant. Und die 330er, die E2026 ausgeflottet werden, bekommen kein neues Farbkleid. Im Prinzip gibt es ja jeden Flugzeugtyp auch in der neuen Lackierung. Selbst die 380er haben ja 2 oder 3 Stück haben, glaube ich, jetzt die neue Lackierung. Heißt also, Lufthansa will nicht alle umlackieren, weil sie die Flotte verlassen. Macht ja auch Sinn, dass man nicht Geld ausgibt. Der Grund dafür ist jetzt nicht wieder, wo man sagt, die Boeing liefert nicht Flugzeuge. Oder doch, vielleicht. Es ist natürlich ein Grund, dass Boeing die Flugzeuge nicht schnell genug liefert. Aber man hat auch das Thema, dass es keine Slots gibt für Flugzeuge zu lackieren. Und nachdem das Gelb jetzt verschwunden ist, ist es halt so, dass die fehlenden Lackierslots und natürlich Covid da ein Grund waren. Und man jetzt aber guckt, welche Flugzeuge man lackiert. Von den Flotten ist es so, dass von 285 Flugzeugen in der Flotte bislang 199 umlackiert sind, heißt also 86 fehlen noch. Die 787 ist mit 5 von 5 Flugzeugen die einzige, die neue Lackierung haben. Naja gut, als sie ja kamen von Hainan, ist ja klar, dass die neu lackiert wurden, dann wird es ja auch nicht mit der alten Lackierung machen. Ist also eine logische Geschichte. Dann ist es so, dass 28 Airbus 350 die neue Bemalung noch nicht haben. Das sind 26, 2 haben noch die alte Bemalung. Heißt also, die werden dann auch jetzt bald noch umlackiert. Dann haben auch alle 350er die neue Lackierung. Dann geht es weiter bei der 747-8. 19 Jets haben nur 2 Stück, die diese neue Lackierung haben. Das wird dann auch jetzt Step by Step kommen. Dann die 320er bzw. die Neos, die sind natürlich auch umlackiert.
teilweise, also da soll es auch fertig sein. Die 319er sind bislang 19 neu lackiert von den 23. 80 sind es übrigens bei den 320ern und den 320er Neos. Sind es 63 von 71. Bei den 321ern und an 321 Neo sind es bislang 57. Heißt also, es gibt gute Nachrichten. Es wird auch Flieger geben, die halt dann zumindest noch mit dem Spiegelei fliegen. Und das sind die 330er, 340, 300er, bevor sie in Rente gehen. Habe ich 330er gesagt? Mehr Culpa. 340, 300er. Man wird ganz wuschig, wie viele Flugzeuge das gibt. Also hier könnt ihr nochmal als eine Frage des Tages schreiben, welche Lackierung euch besser passt. Die neue, Eurowide oder Spiegelei. Da bin ich mal gespannt. Das ist die erste offizielle Frage des Tages, dass ihr da dann sagen könnt, warum es geht. Ach ja, beim 330er ist übrigens auch 6 von 9 Flugzeugen neue Bemalung. Es wird auch keine da geben. Also war ich gar nicht ganz so falsch, wie ich dachte. Also insofern Ehre von mir wieder gerettet. Heißt also 330er, da werden 3 die nicht bekommen und dann 2026 verlassen sie die Flotte. Heißt also, da ist dann quasi Schluss mit lustig. Ihr könnt, wie gesagt, jetzt kommentieren, was ihr davon haltet und ob es wirklich so eine trostlose Lackierung ist, die passt zur Zeit, oder ob es etwas ist, wo ihr sagt, nee, das ist jetzt eher undramatisch, ich habe mich dran gewöhnt. Oder dass, wenn ihr hier andere Kommentare seht, ist es so, wenn ich Lufthansa am Himmel sehe, könnte es Lufthansa sein, man weiß es nicht. Früher mit dem Spiegelei war es halt so, dass man Lufthansa komplett sicher gesehen hat. Jo, entscheidet euch, was ihr mögt, was ihr denkt, was ihr davon haltet und dann schreibt das unten rein, damit wir das Ganze mal besprechen können. Wir haben jetzt als Thema eine neue Business Class und da habe ich auch eine ketzerische Frage des Tages als zweite Frage des Tages für euch. Und da können wir einfach mal reingucken, während wir das sehen. Hongkong erneuert das Interieur seiner Flotte, heißt also die 777 und die neue Suite, die sie übrigens Aria Suite nennen, ist so, dass man dort natürlich 350er da bekommt. Und jeder Sitz hat halt auch eine verschließbare Türe, hat Lufthansa bei der Allegris ja nicht. Was war nochmal der Grund? Passagiere wollen das nicht, auf allgemeinen Kundenwunsch, glaube ich, das war der Grund. Aber es ist einfach so, dass man halt die 350er, eine neue Business Class mit den Suiten einführt. Hat auch ein paar Änderungen bei der Economy Class, die man da einführt. Und dann natürlich auch werden 30 ihrer 777-300ER umgerüstet auf die neue Business Class. Das soll eigentlich gar nicht so lange dauern. Die 45 Business Class Suiten in der 121-Konfiguration sind up to date. Fluggäste sollen, und das zitiere ich, ein Gefühl der Entspannung vermittelt werden. Sie können deshalb natürlich auch die Beleuchtung einstellen. Also könnt ihr hier mit den Bildern einmal mit mir durchgehen, was ihr davon haltet. Und da können wir dann mal schauen. Und zwar, wenn wir uns das erste Bild anschauen, das ist ja Economy Class. Heißt also hier bei der Economy Class gibt es nicht großartig viele Änderungen. Das sind halt 268 Sitze, gibt mehr Platz für Handgepäck, neue Sitzbezüge und eine verbesserte Ergonomie in der ersten Reihe. Die Konfiguration ist eine 343-Konfiguration. Kann man jetzt drüber streiten. Dann die Premium Economy hat 48 Sitze, hat neue Sitzbezüge, hat auch Lederelemente in den Fußstützen sowie Kopfstützen mit Flügeln für mehr Privatsphäre. Auch hier ist eine Konfiguration von 242 vorgesehen, heißt also auch etwas, was durchaus hübsch ist. Lasst uns jetzt direkt zur Business Class gehen. Und zwar bei der Business Class, da ist es so, ihr seht ja schon auf den Bildern, dass das ein Full-Flat-Bett ist, wo man halt wirklich sehr individuell sich das Ganze einstellen kann. Ich hatte es ja schon erwähnt, dass es eine 1:1 Konfiguration gibt mit einer geschlossenen Tür, relativ cool, relativ geil in meinen Augen. Und auch nicht so ein Quatsch, dass jeder Sitz anders ist. Heißt also, der eine oder andere hat da nicht das Gefühl, dass er da etwas verliert. Dann ist es so, dass man wesentlich mehr Stauraum hat bei der ganzen Geschichte.
Wie ihr jetzt auf dem nächsten Bild seht, gibt es dort auch ein schönes Display, ein Seitenschrank mit einer Schublade an der Seite. Heißt also, dass man dort wirklich alles schön wegräumen kann. Ich bin da kein Freund von, weil ich immer Angst habe, dass ich was vergesse. Aber nun ist das so. Das Bett lässt sich komplett flach machen, was natürlich Standard ist. Es ist auch eine durchgängige Oberfläche, dass keine Druckstellen entstehen. Ich gehe mal davon aus, dass es trotzdem noch eine Matratze geben wird. Hier auf dem Bild seht ihr auch nochmal die Konsole, die sich da an der Armlehne anschließt, wo man halt alles machen kann, an, ausschalten, Licht, Call-Button hat und auch dann die Position verstellen kann. Also alles sehr schön in meinen Augen. Auch hier zum Beispiel der Tisch, der im Holzlook gestaltet ist, ist ein Klapptisch, der also zweiteilig ist und auch in verschiedenen Positionen zu verschubbern ist. Also auch etwas, was relativ cool ist. Und jetzt kommt etwas, was ich persönlich richtig geil finde, dass man sein eigenes Gerät, sein eigenes iPad da hinlegen kann und dann auch diesen Tablet-Handyhalter nutzen kann, da dann halt die Flight Map hat und dann auf dem Device selber guckt, was man möchte. Der Bildschirm selber ist natürlich 4K, 24 Zoll groß. Man kann auch seine eigenen Kopfhörer mit Bluetooth anschließen. Heißt also, da hat man natürlich vollen Spaß und Zugang. Da muss man dann ehrlicherweise sagen, dass man dort durchaus, ja, ich sag mal, gar nichts nachsteht, weil mit Bluetooth selber das Ganze zu koppeln, ist natürlich richtig geil. Dann geht es weiter oder geht es nicht weiter? Wir gucken mal, es geht weiter. Dann gibt es natürlich nochmal Stauraum und Ablageflächen. Ihr seht ja auch zum Beispiel das Amenity Kit, was es gibt, auch die Menükarte, die es gibt. Relativ schön am Fenster gelegen. Schade, dass man vielleicht ein bisschen weit weg vom Fenster ist. Ich weiß nicht, ob das eine Sache ist. Und dann seht ihr nochmal hier die Mittelplatz, wo man auch noch die beim Essensservice sieht, wie anspruchsvoll, ja, appetitlich das angerichtet ist. Aber was ich viel spannender finde, ist halt wirklich diese Seitenerhöhung. Heißt also, auf der einen Seite, wenn man mit jemandem fliegt, den man nicht kennt, ist das natürlich durchaus hübsch, dass man sich trennen kann. Aber wenn man mit jemandem fliegt, den man kennt, ist das natürlich auch relativ doof, dass man von da aus wenig Körperkontakt aufbauen kann. Ist für den einen oder anderen natürlich etwas, was er oder sie mag. Könnt ihr ja sagen, was ihr davon haltet. Und ich hatte euch eine ketzerische Frage versprochen. Und zwar ist das so, Aria Suite oder Allegris? What is it? Da sollt ihr jetzt unten schreiben und kommentieren, was es ist. Und da wünsche ich mir von euch Feedback. Ja, schreibt das einfach. Ob ihr sagt, das ist jetzt eine gepimpte Version einer Stangen Business Class oder halt Lufthansa, was die da machen, ist das innovativ, ist das Innovation? Da könnt ihr euch unten austoben. Wir schauen uns jetzt noch ein Thema an, und zwar ist das The Bridge. Wer kennt noch The Bridge vom Hong Kong International Airport? Das ist so, dass wir dort bei The Bridge natürlich sagen müssen, hey, ja, das ist schon leider geil, aber The Wing war geiler, oder? Ja, ist aber so, der Wing wird jetzt 3 Jahre dort renoviert und diese exzessive Renovierung dauert seine Zeit, warum auch immer. Wird also Ende 2024 geschlossen und da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall ist es so, dass die Lounge natürlich in Hongkong ja, Aushängeschild sind, weil das Hub von Cathay Pacific ist. Und im Sommer 2021, wo man noch in Hongkong so eine Manie hatte, ich will da nicht jetzt drauf eingehen, dass man dort natürlich jetzt die Bridge nicht mehr aufgemacht hat, aber das will man jetzt machen. Und das ist so, dass man jetzt da den Aviation Hub in Hongkong wieder hat und sprudelt und macht und tut und man merkt, dass man den Gästen was Gutes tun muss. Deshalb wird es so sein, dass The Bridge Lounge back ist, also wieder zurückkommt,
Man muss mal die Pressemitteilung richtig lesen. Die Reopening of the bridge comes as flagship. The wing lounges are closed for an extensive renovation, tipped to last until 2027. Also 3 Jahre, aber dann haben wir die Bridge. Und ich bin mal gespannt. The Wing First wird halt Ende des Jahres schließen. Und dann ist es so, dass the ribbon cut on the Wing First ist so, dass man dort sagt 2026, also lieber 2027. Und ich bin mal gespannt, was da passiert, weil es halt wirklich auch so ist, dass natürlich viele First Class, aber auch Emirates, wie ich es ja bin, bei Oneworld The Wing benutzen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde die Wing geil, auch die Dusche und alles top notch. Auch das Essen super lecker, wie wir es ja von Hongkong kennen. Und da ist es so, dass man da jetzt das machen möchte. Also wie gesagt, dass dort auch die anderen Lounges offen sind und ich bin mal gespannt, wie das dann wird und ob das nochmal Standards setzt, weil es war schon in The Wing ein Standard, aber die brauchen halt wieder Renovierung. Ich muss an dieser Stelle aufhören, so viel zu reden. Und zwar haben wir jetzt ja wieder die Frage des Tages, die ich euch nochmal wiederhole. Hatte ich das gestern vergessen? Wahrscheinlich. Immer noch nicht gesund. Kopfschmerzen wie Hulle. Gehe schon in die Sauna. Welche Lackierung findet ihr bei Lufthansa besser? Spiegelei oder Euro White? Was ist da euer Favorit? Und dann natürlich die andere Frage ist halt, ist Aria die bessere Business Class oder findet ihr die Lufthansa Business Class, wo ihr wirklich 7 verschiedene Varianten habt und gucken könnt, wie ihr euren Space und Raum dort aufteilt? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, nein, ich brauche Aria? Ich persönlich finde, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, jetzt überlegen wir uns einfach mal, ich wollte einen Sitztyp haben bei Hansens und der ist ausgebucht. Dann hat man ja das Gefühl, auch wenn man mehr bezahlt, man hat was weniger bekommen als andere als Leistung. Ne? Aber ihr könnt unten schreiben, kommentieren, den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like da lassen. Ich für mich persönlich muss jetzt wieder werde losrennen. Ihr könnt ja den Kanal wie immer abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like da lassen. Ich mache einen Abspann, ne? Habe ich gestern auch vergessen mit dem Abspann. Also, Abspann und ich freue mich auf die Sendung morgen. Ist auch schön, wieder Sendung permanent zu haben und zu euch zu kommen auf jedem Device. Glocke anmachen. Das habe ich, glaube ich, vergessen. Aber jetzt Abspann. Also, bis dann. Ciao.